5,40 Meter. 43.999 Euro. Mit Dieselheizung, Druckwasserpumpe, Hubbett, allem drum und dran. Ihr habt hier ein Designmuster gemacht und die Jan, die kriegt langsam Schnappatmung. Das zeige ich mal gerade. Alles im Preis enthalten. Ein All-Inclusive-Angebot mit sogar Verdunklungssystem, integriertem Verdunklungssystem, das es leider nicht zur Messe geschafft hat, aber das ist mit drin, das kommt mit. 5 Jahren Vollgarantie, korrekt? Hier auf der Messe ja. Genau, das ist im Prinzip jetzt auch wieder der Fiat Ducato mit der 140 PS Maschine an Bord. Die komplette Cockpit-Verdunklung gehört noch mit dazu. Was nicht dazu gehört, das ist hier das Boxensystem mit dem Frühstückstisch. Da kann der Kunde selber entscheiden, ob er sich für diese Office-Lösung oder für diese transportablen Kunststoffboxen entscheidet. Die sind richtig stabil, sind als Stapelboxen ausgeführt, sind solide, haben im Prinzip hinten einfach diese gelochte Aufnahme, haben stabile metallische Bolzen hier in der Seitenwand und die lassen sich beliebig positionieren und entnehmen. Und wenn die beladen sind, da rappelt und klappert auch nichts, sondern die kann ich im Prinzip gleich zu Hause beladen und hier ins Fahrzeug einfach nur einhängen. Wie viel Kilo kann ich in so eine Box reinmachen? Das kann ich jetzt nicht sagen, das haben wir noch nicht getestet. Ja. Du kannst dich wahrscheinlich dranhängen, denn wie ich das Ganze sehe, guck mal hier, Jan, ist das Ganze nämlich mit Aluprofilen hier versehen. Guck mal hier an der Stelle. Ihr habt es wirklich wissen wollen und habt hier aus dem Industriebau richtige Alu-Nuten genommen, wo du alles festmachen kannst. Das ist doch mega. Genau, das ist ein flexibel nutzbares System. Das kann der Kunde, wenn er wünscht, als individuelle Ausstattung mitbestellen. Jeder Händler kann das direkt ins Fahrzeug einbauen. Hier besteht immer die Wahlmöglichkeit zwischen dieser Boxenlösung, dem Flexiregal und einem Frühstückstisch. Da kann der Kunde selber entscheiden, ist es die Office-Lösung für mich oder nehme ich diese Multifunktionslösung oder nehme ich keins von beiden und gestalte mir das nach meinem eigenen Gustus. Ihr habt ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht, ja. Ihr habt unter anderem die Sitzbank weggelassen, die du natürlich bei so einem Auto überhaupt nicht brauchst. Die steht komplett im Weg. Es ist ein echtes Zwei-Personen-Konzept. Es gibt ja auch keine bequemeren Sitze als diese beiden hier. Die kannst du einfach umdrehen, die sind beide drehbar? Die sind beide drehbar, sodass ich die quasi zum Innenraum hinschwenke und dann hier komplett hier vorne einfach total viel Platz habe. Uns war wichtig, dass es ein funktionales Alltagskonzept wird. Das heißt, wir haben hier einen relativ breiten Durchgang im Schiebetürbereich und wir haben natürlich mit den Drehsitzen, auch hier, wenn man den Raum betritt, einen richtig guten Raumeindruck, weil ja, wie du schon gesagt hast, keine Sitzbank hier im Weg steht. 43.999 Euro. Aber guck dir mal die Ausführung an. Überall hast du Metallkanten. Das ist mehrfach verschraubt und geklebt. Dann hast du hier hinten Ösen mit drin. Das heißt, du kannst hier ganz viele Sachen transportieren. Du hast ein elektrisches Hubbett im Preis enthalten, eine Dieselheizung mit drin. Du hast zusätzlich noch eine Gas-Warmwasser-Aufbereitung mit drin. Also auch, du hast diesen Dometic 10 mit drin. Ja. Alles perfekt. Das ist ja der zu beiden Seiten öffnet. Im Preis enthalten? Alles enthalten. Und der hat hier zum Beispiel auch das entnehmbare Frosterfach, wenn man mehr Platz im Kühlschrank wünscht. Das ist alles mit drin. Das sind vollwertige Zulieferausstattungen, die im Prinzip in jedem teureren Fahrzeug auch mit drin sind. So, jetzt kommt's noch besser. Ihr habt erstmalig in der Geschichte von German Television dieses Kochfeld eingebaut. Zeig's mir mal bitte. Denn das ist jetzt verdeckt von den Prospekten. Ihr hattet, glaube ich, am ersten Tag schon keine Prospekte mehr von dem Ding. Und heute am Sonntag, was ist das Fazit? Ist es angekommen, das Konzept? Also auf jeden Fall haben wir jede Menge Prospekte verteilt unter die Leute. Das heißt, die Leute haben sie selber mitgenommen und sind die Broschüren ausgegangen während der Veranstaltung. Verkauft haben wir einige. Aber ich denke mal, das hat richtig Potenzial, das Fahrzeug. Viele sind natürlich jetzt mit dem vorgestellten Fahrzeug erstmal überfordert, weil da hatte man gar nicht mit gerechnet, dass man hier im Prinzip zum Preis eines Lieferwagens ein komplettes Reisemobil bekommt. Das Ganze hat die Messe fast überlebt, muss man sagen. Die Leute zerren und rütteln und machen und tun. Ich glaube, hier so ein Messebetrieb ist das Schlimmste, was im Auto passieren kann. Ja. Genau, der Wagen hat seinen ersten Stresstest jetzt anstandslos bestanden. Wir haben hier nichts, was kaputt gegangen ist. Es sind ja auch viele Metallteile verbaut. Also ich weiß gar nicht, wie viele Leute auf der ganzen Veranstaltung hier durch die Autos gegangen sind. Aber der Wagen hat es auf jeden Fall eindeutig überlebt. So, das Hubbett ist jetzt oben. Wie weit kriege ich das denn runter? Du kriegst das bis ganz runter, also dass das unten komplett aufliegt und du hast dann dieselbe Höhe, wie du jetzt beim normalen Querschläfer auch hättest.
So, und das können wir uns gleich mal anschauen. Besonders beachtenswert ist die Badgröße, denn ihr habt auch hier einen kleinen Trick angewendet. Es gibt nur ein Waschbecken. Das heißt, das ist auch das Waschbecken und ganz ehrlich, auf 5,40 Meter komme ich auf jeden Campingplatz. Das Ding ist gerade mal so lang wie ein T6.1 lang. Das ist wirklich gigantisch. Ja, also wir haben ganz bewusst die 5,40 Meter Variante genommen, weil der ist total wendig, du kannst überall parken und du hast ein Fahrzeug, der wartet nicht die ganze Zeit auf den Beginn des Urlaubs, sondern du kannst den im gelebten Alltag ganz normal nutzen. Du hast eine Kassettentoilette dabei, natürlich von Tedford. Also das ist der absolute Klassiker, wo man übrigens für 27 € hier auf der Messe einen Trenntoiletteneinsatz bekommt. Hast du den gesehen? Hat mittlerweile 120.000 Aufrufe, das Video. Ein schwäbischer Erfinder hat ein kleines Gerät entwickelt, dass du also nur noch das Pipi in die Kassette machst und das Kacki in die Tüte. Ja, ich kannte das bis jetzt immer nur von einem Anbieter, der hatte das direkt als Einschub der Kassette gemacht. Das war relativ teuer, also viel billiger ist das, was mir die Kollegen auf der Messe gesagt haben. Ich muss allerdings sagen, hier an unserem Stand war so viel los, ich habe noch keine Gelegenheit, da mal hinzugehen. So, bitte mal den Tisch wegmachen. Hat der einen Platz irgendwo oder bleibt der da stehen an der Stelle? Nee, lass uns den jetzt mal stehen lassen, weil der hat die ganze Deko drauf. Und man kann ihn wegklappen, oder? Man kann ihn wegklappen, man kann ihn rausnehmen. Der Tisch hat nochmal eine zweite Halteschiene hier unmittelbar vor der Küche. Die ist dabei? Die ist immer dabei, wenn man das Set als Lounge-Paket hier bestellt. Das Boxenset, dann habe ich immer die zweite Außenschiene und kann den Tisch jetzt von innen auch einfach draußen vor der Küche. Detlef, du stehst gerade auf der Erhöhung, deswegen bist du gerade in dem Fenster drin. Und wenn du jetzt mal runtergehst, dann kann man sehen, du kannst super stehen. Du bist fast 1,90 Meter mit Schuhen im Moment. Das ist eine ordentliche Stehhöhe. Aber man muss wirklich das Konzept ganz klar denken. Eine große Dusche, ein Einflammen-Kochfeld, vollkommen ausreichend. Du kannst ja einen Zusatzkocher kaufen. Dann hast du hier drinnen ein großes Badezimmer. Also das ist wirklich groß. Und selbst wenn du nicht hier drin duschen willst, kannst du es ja auch immer noch als Kleiderstange benutzen. Dann hast du auch noch mal einen riesen Kleiderschrank. So, die Stange ist dabei. Ihr habt ordentliche Edelstahlarmaturen von Argo eingebaut. Guck mal hier, das ist die Toilette. Du hast ordentlich Platz zum Duschen. Geh mal rein und dreh dich mal um die eigene Achse, Jan, dass man das mal sieht. Also das funktioniert. Und es ist, also wir sind auf 5,40 Meter. Ist der schön? Ja. Es kommt noch viel besser. Also das, was jetzt noch richtig kommt, ist, also die Verdunklungsplissés kommen noch. Hier oben sind noch Ablagemöglichkeiten, also en masse, wo ich Sachen ablegen kann. Aber das richtige Highlight kommt eigentlich im Heck. Denn ihr habt ein zusätzliches Bett, falls 2 Personen fahren. Einer fährt alleine zum Beispiel. Und das sieht man sehr schön. Das ist jetzt die höchste Position, die ich habe. Das ist die höchste Position. Komm, ich räume mal kurz auf. So, räumt mal kurz auf. Und das. Ist die jetzt auch mit dabei, oder? Ja. Das ist ein interessantes Angebot. Das ist unser Open Lounge Paket. Ihr kriegt, wenn ihr möchtet, einen kompletten Campingtisch. Da hat es hier an der Seite sogar noch Schubladen. Auf der anderen auch. So, und dann nimmst du dir die breitesten Polster. Ah, du setzt dich einfach hier vorne hin, oder? Genau. Ja, das ist cool. So. Ja, ich mach das mal dran. Oh, schau mal, setzt du dich da hin, ich hier. Genau. So, zack. Ja. Super. Wie geil. Ist gut? Ja, also wir nennen das Open Lounge. Ja, dann kannst du nämlich morgens einfach dein Frühstück hier einnehmen oder genießt den Sonnenuntergang, stellst ein Glas Rotwein auf den Tisch. Ja, perfekt. Auch schön hier zu sehen, hier oben hast du ein Ablagefach drin. Da kann man ordentlich Sachen reinpacken und das ist alles sehr, sehr einfach und outdoormäßig gedacht. Aber das Hubbett, das ist elektrisch und das ist im Preis enthalten. Die Beleuchtung ist mit drin. Ja, das glaubt man nicht. Das elektrische Hubbett kostet richtig Geld und das ist hier in dem Angebot für den Forster Youngster alles schon im Preis mit drin. Wir wollten ein Multifunktionsfahrzeug, wo die Leute ihre teuren Fahrräder mit reinstellen können. Selbst wenn hier das Bett aufgebaut ist, könnte ich das Fahrrad quer reinstellen. Dafür haben wir nochmal diese Ausbuchtung hier reingemacht. Ach, dafür? Na, wir kriegen hier insgesamt Gegenstände bis 1,97 Meter Breite oder Länge in das Fahrzeug quer rein. Das habe ich auch noch nie gesehen. Jan? Benutze ich den Tisch dann auch, um hier nochmal eine Liegefläche draus zu machen? Oder, genau. Ganz genau, das ist jetzt wieder die Tischplatte, die nutze ich gleichzeitig noch als Auflage für das. Bitte mal zeigen. Ist das möglich, dass du mir kurz mal zeigst? Das ist ein bisschen umständlich, das alles zusammenzuklappen. So, das sieht man hier. Also das ist relativ easy. Der lässt sich zusammenklappen und passt dann genau hier rein.
Das kann man denn sehen. Und Er passt hier genau von der Abmessung her zwischen die beiden Boxen auf die schwarzen Auflagen drauf. Und der bringt mir quasi eine stabile Unterlage für das zusätzliche Gästebett. Oder wie gesagt, ich drehen um 90 Grad und nutze es als Schottwand zwischen Stauraum und Wohnbereich. so, das können wir hier mal ganz kurz gucken. Komm mal mit. Hier vorne ist es bereits schon aufgebaut. Also dort sieht man die Schottwand, da ist die Schottwand eingebaut. Da siehst du, wie das Ganze montiert wird und das wird dann später das Bett. Ja, überzeugendes Argument, muss ich schon sagen. Was aber das Wichtigste ist, ist das hier. 43.900 € und selbst wenn du den richtig voll machst und das Ganze auf Original Fiat Ducato mit 140 PS, mit Multifunktionslenkrad, mit... Ja, da kriegen alle Schnappatmung und gucken hier ganz komisch. Aber wir meinen das ernst. Crank und das Ganze mit 5 Jahren Garantie. Du bist mein Zeuge, wir kriegen kein Geld hier für das Video. Kein Cent, nein. Also es klingt jetzt so, als würden wir Geld dafür kriegen, aber man muss das wirklich betonen. Es ist eigentlich ein mega Angebot und das Ganze von Forster. Wer steckt denn hinter Forster? Forster, das ist der Großkonzern Trigano. Der verwaltet ja im Prinzip auch einige andere Reisemobilmarken. Und durch diesen Großeinkauf der ganzen Komponenten, durch den Großeinkauf der Basisfahrzeuge erreichen wir natürlich andere Einkaufskonditionen. Und der Hersteller wollte jetzt mal wissen, wenn wir die ganzen Rabattierungen einfach mal mit dem spitzen Bleistift zusammenstreichen, was kommt denn da am Ende für niedrigstmöglicher Preis raus? Und das ist der Forster Youngster. Mit Außendusche, hier sieht man es sehr schön, mit ordentlichen Armaturen. Ihr habt alles neu gedacht, große Möglichkeiten zum Aufhängen. Hier in der Dusche kannst du direkt die Stange mit drin. Du hast eine große Stehhöhe, du hast ein elektrisches Hubbett. Und jetzt sehen wir auch gleich mal, wie das Ganze umgebaut wird. Da ist so eine schöne Slideshow. Das Fahrrad passt rein, sogar quer. Fahrrad passt längs oder quer rein. Wir wollten das Ganze halt auch quer reinstellen, damit man das Gästebett gleichzeitig nutzen kann. Da wollte ich noch fragen, ist diese Tasche, die über dem Bett ist, auch mit drin? Oder kann man die bei euch kaufen? Das gehört zum sogenannten Lounge-Paket, Open Lounge-Paket. Da hat es oben textile Kleiderschränke, weil dann kann man nämlich das Bett maximal hochfahren und hat da keine Stoßkante von einem fest eingebauten Schrank. Also eins der... gleich nochmal anschauen, weil die ist nämlich, glaube ich, auch hier verbaut. Genau, die ist in dem einen Fahrzeug mit den blauen Boxen, ist die mit drin. Das sind die Lampen, die drin sind. Genau, das sind einfach Akkuleuchten, die kann man flexibel positionieren. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, da muss ich dann die ganzen Elektroverkabelungen nicht machen. Das macht den Wagen auch noch mal günstiger, weil ich ja die Lampen als Akkuleuchten per USB-Aufladung habe. Was wir nicht erwähnt haben, das Ganze ist bereits schon Lithium-ready, die Ladegeräte, die drin sind. Das heißt, die können gepatcht werden und das ist richtig cool. Also was ist denn für eine Batterie drin, für eine Aufbaubatterie? Wir haben den Platz freigelassen, der Kunde entscheidet selber. Das heißt, ich kann mir eine günstige Lithium nehmen, die einbauen für 300 €. Bitte darauf achten, dass sie natürlich zertifiziert ist, ist ja vollkommen klar. Aber du weißt ja selber, die Chinesen im Moment kriegst du 100 Ampere-Stunden Lithium hinterhergeschmissen. Ja, genau. Also da hätten wir die Möglichkeit, wirklich den Kunden mit einer Ausstattung zu versorgen, dass das für jeden Bereich wirklich 100%ig passt. Sehr schön. Can, ich bin begeistert. Wir gucken uns nochmal das Ding an, was du gerade mal sehen wolltest. Das war oben dieses Stauraumsystem. Was hast du gemeint? Das da oben hat es dir angetan, gell? Ich finde, das sieht doch ganz gemütlich aus. Vor allem hat es halt so einen Adventure-Charakter. Ach, man kann das rausheben? Genau. Das ist ein Stangensystem, das bieten wir mit dem Open Lounge Paket an. Das ist kombiniert quasi mit der Tischlösung. Ich habe hier flexible Kleiderschränke. Das heißt, ich habe keine Stoßkante. Ich kann die rechts oder links einhängen. Ich kann auch die vorhandenen Alustangen einfach nur als Kleiderstange nutzen. Mega. Und du kannst sogar ganz normale Rucksäcke sogar als... Ja, ich bin beeindruckt. Also mal ganz anders gedacht zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis. Schaut euch das an. Forster auf der CMT 2024 zusammen mit Detlef. Und danke, dass du die Zeit hattest, uns das zu zeigen. Ja, ich danke, dass ihr noch hergekommen seid. Ja, das mussten wir sehen. Tschüss. Tschüss.